Wenn Menschen eine Immobilie in Panama kaufen, achten sie meistens auf drei Dinge: die Lage, den Ausblick und den Kaufpreis. Doch ein Faktor wird bei vielen Besichtigungen kaum erwähnt: die zuverlässige Wasserversorgung. Gerade nach den extrem trockenen Jahren rund um den Panamakanal stellt sich eine neue Frage: Kann eine Wohnung mit spektakulärem Meerblick langfristig an Wert verlieren, wenn die Infrastruktur nicht zuverlässig funktioniert? Oder werden Immobilien mit eigenen Wassertanks, Brunnen oder Regenwassersystemen künftig attraktiver? Zunächst müssen wir einen verbreiteten Eindruck korrigieren. Panama befindet sich 2026 nicht landesweit in einer akuten Wasserrationierung. Auch der Panama-Kanal hat sich von den starken Einschränkungen der Jahre 2023 und 2024 weitgehend erholt. Die Kanalbehörde hat Wasserreserven aufgebaut und erklärt, dass sie derzeit selbst bei einem möglichen El Niño-Ereignis im zweiten Halbjahr 2026 keine neuen Durchfahrtsbeschränkungen plant. Das bedeutet aber nicht, dass das Wasserproblem verschwunden ist, denn der Panamakanal, Panama-Stadt und große Teile der Metropolregion greifen auf miteinander verbundene Wasserressourcen zurück. Der geplante Stausee am Rio Indio soll deshalb nicht nur den Kanal absichern. Er soll langfristig auch die Wasserversorgung von mehr als 2 Millionen Menschen im Großraum Panama-Stadt stabilisieren. Und genau hier beginnt das Immobilienthema. Ein Luxushochhaus kann von außen perfekt aussehen: Pool, Fitnessstudio, Sicherheitsdienst, Blick auf den Pazifik. Doch entscheidend ist, was passiert, wenn der Wasserdruck sinkt oder die öffentliche Versorgung vorübergehend unterbrochen wird. Hat das Gebäude einen ausreichend großen Reservetank? Funktionieren die Pumpen auch bei einem Stromausfall? Wie viele Wohnungen teilen sich diese Reserve? Und wird der Tank regelmäßig gereinigt und gewartet? Solche Fragen wirken bei einer Besichtigung vielleicht weniger aufregend als ein Infinity Pool. Für den Alltag sind sie aber deutlich wichtiger. In einzelnen Stadtteilen Panamas kam es auch außerhalb einer landesweiten Dürre zu Problemen durch beschädigte oder undichte Leitungen. Im Stadtbezirk Don Bosco wurden 2025 beispielsweise zahlreiche Leckstellen gemeldet, die den Wasserdruck beeinträchtigten und zeitweise zu Unterbrechungen führten. Das zeigt: Nicht jede Störung hat direkt mit dem Wasserstand des Panama-Kanals zu tun. Manchmal liegt das Problem im lokalen Leitungsnetz, an einer Aufbereitungsanlage oder an der Technik des jeweiligen Gebäudes. Doch senkt das automatisch den Immobilienpreis? Dafür gibt es bislang keine verlässliche landesweite Statistik. Panama verfügt nicht über einen vollständig transparenten, flächendeckenden Immobilienpreisindex für jede Wohnlage. Auch tatsächlich erzielte Verkaufspreise sind nicht überall öffentlich einsehbar. Deshalb wäre es unseriös zu behaupten, dass Wasserausfälle bereits einen bestimmten Prozentsatz vom Wert einer Wohnung abziehen. Was man jedoch logisch ableiten kann: zwei ansonsten vergleichbare Immobilien werden für einen vorsichtigen Käufer nicht gleich attraktiv sein, wenn nur eine davon über eine funktionierende Wasserreserve verfügt. Ein Gebäude ohne ausreichenden Tank kann bei einer wiederkehrenden Unterbrechung schwieriger zu vermieten sein.
Bewohner könnten häufiger Beschwerden haben und bei einem späteren Verkauf entstehen zusätzliche Fragen. Damit wird Wassersicherheit zu einem Teil der technischen Qualität einer Immobilie. Das gilt nicht nur für Hochhäuser. Auch ein Landhaus mit Brunnen ist nicht automatisch sicher. Ein eigener Brunnen kann Unabhängigkeit bieten. Doch Käufer müssen prüfen, ob das Wasserrecht geklärt ist, ob die Quelle ganzjährig genug liefert und ob die Wasserqualität regelmäßig getestet wird. Zusätzlich können Pumpen, Filter und Generatoren Wartungskosten verursachen. Ein autarkes Landgut kann deshalb widerstandsfähiger sein, aber nur dann, wenn das System professionell geplant wurde. Ein improvisierter Tank neben dem Haus macht eine Immobilie noch nicht zukunftssicher. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht Hochhaus oder Landgut, sondern welche Immobilie verfügt über die zuverlässigere und besser gewartete Infrastruktur? Für Käufer in Panama würde ich deshalb vor dem Kauf 5 Dinge prüfen. Erstens, wird die Immobilie aktuell mit Wasser versorgt? Zweitens, gibt es einen Reservetank? Und wie lange reicht er bei normaler Nutzung? Drittens, sind Pumpen und Tank in den Unterlagen der Eigentümergemeinschaft erfasst und regelmäßig gewartet? Viertens, gibt es einen Generator oder eine andere Stromreserve für die Pumpanlage? Und fünftens, gab es in den vergangenen 12 Monaten wiederkehrende Unterbrechungen oder Druckprobleme? Diese Informationen sollte man nicht nur vom Makler verlangen. Bei einer Eigentumswohnung lohnt sich auch ein Blick in Protokolle der Eigentümergemeinschaft, Wartungsberichte und Nebenkostenabrechnungen. Denn ein hoher monatlicher Hausgeldbetrag ist nicht automatisch schlecht, wenn damit Wasserreserve, Pumpentechnik, Generatoren und regelmäßige Wartung finanziert werden, kann das den langfristigen Wert schützen. Mein Fazit lautet deshalb, der Mehrblick bleibt emotional wichtig, aber er allein macht keine sichere Immobilienanlage. Panamas Wasserkrise der vergangenen Jahre hat gezeigt, wie eng Klima, Infrastruktur und Wirtschaft miteinander verbunden sind. 2026 ist die akute Situation zwar deutlich entspannter, doch langfristige Käufer sollten Wassersicherheit ab sofort genauso ernst nehmen wie Lage, Bauqualität und rechtliche Eigentumsverhältnisse. Denn eine Immobilie ist erst dann wertvoll, wenn man darin zuverlässig leben kann. Was wäre dir wichtiger? Ein spektakulärer Mehrblick oder eine Immobilie mit eigener, geprüfter Wasserreserve? Schreib es in die Kommentare.